liebe Aquarellfreunde! Wir starten heute unsere neue Reihe Aquarell Basics. In kleinen, ungefähr 3 Minuten dauernden Filmen zeige ich euch eine kleine Übung oder Tricks, wie ihr eure Aquarelle interessanter, leuchtender und aussagekräftiger gestalten könnt. Jetzt geht's los mit Basic Nummer 1. Das Anlegen einer gleichmäßigen Fläche. Einen gleichmäßigen Farbauftrag, bei dem sich das Pigment zu einer gleichmäßigen Fläche verbindet und keine einzelnen Pinselstriche als Pinselspuren zu sehen sind, brauchen wir bei der Aquarellmalerei ständig. Ich habe euch hier ein paar Beispiele mitgebracht, um erstmal zu zeigen, worauf es mir ankommt. Zum Beispiel bei so einer Seeimpression ist es wichtig, dass wir hier in der hellen Fläche des Sees keine einzelnen Pinselspuren sehen. Genauso ist es bei den Bildern mit diesem Städtesujet hier, urbane Szenen. Auch hier ist es wichtig, bestimmte Bereiche sollten sich miteinander verbinden und keine einzelnen Pinselstriche sichtbar sein. Darum geht es, das möchte ich euch gern zeigen. Und dafür haben wir hier das kleine Blatt vorbereitet. Ich mache diese Übung, das Anlegen einer Fläche, mit einer einzigen Farbe zunächst. Ich werde in einem späteren Basic nochmal eine Verlaufsübung machen mit mehreren Farben oder auch mit einer Farbe von hell nach dunkel und wieder zurück. Heute soll es aber bei der ganz einfachen Version bleiben, und zwar ein Farbton, eine Helligkeits- bzw. Tonwertstufe, aber eine ganz ebene Fläche. Ich mische mir erstmal hier eine Farbpfütze an, die groß genug ist. Ordentlich Pigment rein und ordentlich Wasser. Jetzt gehe ich mit einem relativ steil gehaltenen Pinsel an mein Papier. Das Papier ist trocken und ziehe über das Blatt, und zwar so, hör mal jetzt auf einen Augenblick, dass ihr das sehen könnt, dass sich hier unten ein Wassertropfen sammelt. Das geht besonders gut mit einem sogenannten Verwaschpinsel. Das ist also jetzt hier ein Pinsel, dessen Pinselkörper aus Eichhörnchenhaar besteht. Der hat den Vorteil, dass er die Farbe sehr gut hält, Farbe und Wasser sehr gut in seinem dicken Pinselkörper hier hält und ganz langsam wieder abgibt. Ich kann also jetzt hier mit einer Pinselladung, also mit einer Farbladung im Pinsel, schon fast mein halbes Blatt hier bemalen mit meiner Fläche. Wichtig ist immer wieder dieser Tropfen, und in diesen Tropfen geht man hinein mit dem neuen Pinselstrich, und solange wie dieser Tropfen Wasser hier liegt und hilft quasi jetzt hier den Anschluss wiederherzustellen, also das Pigment wandert jetzt hier zusammen mit dem Wasser ganz kontrolliert nach unten, werden keine einzelnen Pinselspuren entstehen, sondern eine ebene Fläche. Das ist der Trick. Man kann das auch, wenn man das jetzt zum ersten Mal macht, man kann das sehr langsam machen. Man macht da wirklich nur einen Strich hier rein, so. Und dann kommt hier der nächste rein, immer wieder rein in den Tropfen und dann nach unten führen. Wenn euch mein Film gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder einen Kommentar freuen. Ihr könnt meinen Kanal auch abonnieren, dann bitte auf die Glocke drücken, dann werdet ihr immer benachrichtigt und verpasst nichts. Hier rechts von mir findet ihr noch weitere Filme, und wenn ihr abonnieren wollt, einfach auf diesen Knopf drücken.